Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind jetzt immer noch oder aktuell immer noch in Norwegen und schauen uns gewisse Sachen auch vom Atlantikwall an. Und heute sind wir bei der Batterie Didel. Das war im Prinzip eine Stellung im Zweiten Weltkrieg, wo man die westliche Seezufahrt zu Narvik deutscherseits halt abgedeckt hat. Also da hat man riesige Kanonen verbaut. Man sieht das hier, diesen riesigen Umfang, diesen Teller hier. Und zwar waren da diese sogenannten Adolphs-Kanonen verbaut. Das waren riesige eigentlich Schiffskanonen, die eine Länge von über 20 Metern hatten und ein Geschoss, ein Kaliber von über 40 Zentimeter. Hier sieht man zum Beispiel auch noch, da ist so ein Wagen, den hat man wahrscheinlich für die Munitionszuführung benötigt. Hier sind zwar solche Gleise. Entweder hat man doppelt das rangefahren, damit das halt schneller geladen werden konnte, oder wieder eins zurückgeführt für die Hülsen. Ja, und hier stand im Prinzip letztendlich das Geschütz drauf. Ja, man hat hier mehrere Rondelle, wo man höchstwahrscheinlich irgendwelche Aufbauten hatten, weil hier einiges auch demontiert ist, sieht man ja hier auch. Und davon gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Stück, die sich jetzt hier auf diesen Küstenabschnitt verteilen. Ich glaube, da hinten gibt es noch eins. Und hier müsste es auch noch irgendwelche geben. Ja, ist schon eine richtig krasse Sache. Und hier ist nochmal so ein riesiger Flak oder Suchscheinwerfer, wie wir den jetzt letztens schon mal gefunden haben, wobei unserer, den wir entdeckt hatten, wie so eine Art wie für Signalgebung gewesen ist, für wie so Leuchtturmaktivitäten, so ein Signalscheinwerfer vermutlich, weil unserer noch solche Lamellen hatte. Gut, es kann natürlich sein, dass der das auch hat, aber hier ist so eine Hülle noch davor, eine Sicherung, damit der Spiegel höchstwahrscheinlich hier nicht kaputt geht. Ja, aber ansonsten ist der auch genauso groß fast, nur nicht so hoch. Und ist halt hier fest verankert. Unserer war halt auf so einem Schienensystem. Aber nicht schlecht. Hier haben wir irgendwie so ein Portal, dass die das hier irgendwie aufgehäuft haben. Hier diesen Bereich. Und dann ist jetzt irgendwie ein Portal drin. Warum? Kann ich gar nicht sagen. Vielleicht sollte das so als so eine Art Deckungsgraben dienen. Dass hier die Soldaten oder Personen, die hier dann tätig waren und es passierte irgendwas, ein Angriff, dass hier ein Deckungsgraben ist. Das könnte ich mir halt vorstellen. Aber schon ein bisschen ungewöhnlich. Leider kommt man jetzt gar nicht so von unten ran. Klar, man kann jetzt hier durchklettern, zip und zap, aber ein Teil dieser Anlage wurde scheinbar da hinten schon als Museum umgebaut. Und jetzt weiß ich nicht, ob man jetzt hier illegalerweise, wenn man jetzt hier reingehen würde, auch in den Museumskomplex kommt. Das wäre wahrscheinlich unschön, wenn man dann da ertappt wird. Aber krass. So, jetzt sind wir mal ein bisschen in dieses Rondell hier reingegangen. Von einer der Plattformen hier, wo die Adolphs-Kanone drauf stand. Da drüben ist Melanie, da habt ihr jetzt mal richtig schön Größenvergleich, was das hier für ein Okolyt ist. Schon sind wir im inneren Ring. Da geht's runter. Hier ist der eigentliche Sockel. Hier gibt es überall Trittleitern, wo man jetzt hier auf diesen Bereich gehen konnte. Und hier geht's halt in diverse Nischen. Aber
und jetzt nicht weiter rankommen. Vieles ist auch schon zu zementiert da unten, betoniert. Das werden jetzt auch einzelne Lagerkammern vielleicht gewesen sein für Material, für die Kanone oder womöglich Munition. Aber schon krass. So, wir sind jetzt mal zu der dritten Stellung gegangen. Und hier ist irgendwie, keine Ahnung, es könnte so eine Art Maschinenhaus gewesen sein. Dass hier vielleicht ein Aggregat oder irgendwas drin stande. Das sieht mir irgendwie aus wie ein Teil von einem Ofen oder sowas. Und hier sieht man das jetzt noch ein bisschen besser. Hier sind die ganzen, ja, keine Ahnung, was es ist. Das sind irgendwelche Fundamente. Hier hat man noch eine Eisenplatte drin. Und die gehen hier zu der Einfahrt jetzt von dieser Stellung praktisch. Links und rechts. Flankiert das Ganze hier. Ich weiß nicht, was da drauf stand. Ob da hier nochmal wie so ein Vorbau gewesen ist. Eine Halle. Irgendwie, ich weiß nicht. Das ist ja, aber so wie es ausschaut, ist wirklich nur die mittlere Stellung museumstechnisch aufgearbeitet worden. Und den Rest hat man im Prinzip so ein bisschen sich selbst überlassen. Also ist die Anlage auch zum Teil weiterhin lost. Da sieht man auch noch ja, viele Hinterlassenschaften noch aus der Zeit. Wir müssen gleich auch nochmal nachforschen, inwiefern es da hier Gefechte jetzt gab im Nachgang, als die Deutschen dann schon hier waren. Also vorher war klar, wurde das Ganze hier eingenommen. Ob es die Kanonen hier schon gab, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich gleich nochmal nachforschen, damit ich euch das auch korrekt erzählen kann. Ah, sieht schon geil aus hier drin. Krass. Ja, und dann ging das hier die Richtung. Und was jetzt halt interessant wäre, ob die Anlagen halt unterirdisch miteinander verbunden sind. Weil theoretisch würde es Sinn machen, ja, weil ich meine, wenn ein Gefecht stattgefunden hat und es musste irgendein Informationsaustausch passieren oder was weiß ich, dann liefen die Soldaten ja jetzt nicht oberirdisch irgendwie rum. Gut, es gab sowieso ja Funkanlagen unterirdisch, das ist klar, um die einzelnen Batterien zu erreichen vom Leitstand aus und so weiter. Aber es kann ja so sein, dass Kommunikation unterbrochen wurde oder andere Vorkommnisse. Also muss es unterirdisch eine Verbindung zwischen den einzelnen Batterieblöcken gegeben haben. Also so war es zum Beispiel immer bei der Maginot-Linie. Und ich denke mal, das würde auch hier Sinn machen. So, jetzt wird es ein bisschen kriminell hier an der Seite. Jetzt hier runtergehen müssen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Aber ich vermute fast, dass das dicht ist, ja. Ja, hier liegt noch irgendeine große Platte, ob die mal zur Tür gehörte. Vermutlich. Weil das ist nicht mehr original hier. Hat man nochmal versucht reinzuflexen irgendwie, keine Ahnung. Ist jetzt komplett dicht. Mist. Hier halt Öffnung für ein MG. Und hier auch ein bisschen merkwürdig hier. Da oben sind allerlei Rohre eingelassen. Da hinten scheint noch ein MG zu sein.
Was das jetzt hier war, weiß ich nicht. Genau, ein Scheinwerfer hier drin verbaut gewesen sein. Da liegt wieder eine Menge Stacheldraht da unten drin. So. Ja, auch hier massiv zugemacht. Schade. Das ist wirklich schade. Ja, auch hier wieder ja, Fundamente über Fundamente, die hinter den Kanonen stehen. Ob jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, irgendwelche Häuser oder so gestanden haben. Aber so betoniert wieder alles, das ist alles wieder höchst verdächtig. Aber wenn man jetzt hier runter guckt, da läuft Melanie, da hinten ist die eine Stellung. Überall noch ein paar Tonnen. Ja, man müsste mal sehen, auf einer historischen Karte irgendwie nochmal, wie das aufgebaut war, wenn es sowas noch gibt. Jetzt sind wir hier irgendwie wie so eine Art Steinbruch. Da oben, hier ist irgendwie ein Rad, Speiche. Ui, hier liegt noch mehr Zeug rum. Das ist, glaube ich, jetzt hier auch alles schon in der Mitte hier Sumpf. Das können Ränder von Ölfässern sein. Und hier irgendeine Box. Eine Box für irgendwas. Aber das ist auch alles noch original, das ist schon krass. Weil hier war nichts mit NATO oder sowas im Nachgang. Ist mir nicht bekannt. Und hier in der Mitte auch nochmal Fundamente von einem Haus. Hier gehe ich nicht weiter, hier sehe ich schon, das ist Sumpf. Jetzt alles schon abgetragen. Keine Ahnung. Ja, wenn man jetzt hier mal guckt, ne, das ist auch schon fast wie so eine Rampe hier, klar, es ist eine Rampe. Dass man hier irgendwie was hochziehen konnte. Vielleicht ist hier irgendwie noch ein Höhleneingang. Tatsächlich, hier ist ein Höhleneingang. Hey. Und ich habe meine Gummistiefel nicht mit. Ja, das ist hier, nee, das ist eine Treppe, ist wie eine Treppe gemacht. Alles wieder höchst mysteriös. Und hier ist eine Höhle. So, ich brauche eine Taschenlampe. Ja. Es scheint auf den ersten Blick, dass da Ende ist, aber ich versuche mal ohne Gummistiefel. Es ist Gott sei Dank nicht sehr hoch, das Wasser. Es ist eine Nische da. Aber hier wird es jetzt zu hoch. Ah, ich glaube, da geht es nicht weiter. Die haben hier eine Kamera reingemacht, um irgendwas unterzustellen. Das
für eine Aussicht. Wir sind jetzt hier an einem anderen Bunker. Oh, ich glaube, ich habe jetzt irgendwas mit der Kamera. An einem weiteren Bunker haben wir auch schon gesehen, da ist die Tür offen. Das ist sehr gut. Und da hinten. Offen. Ja, das haben wir jetzt auch nicht erwartet. Hier ist nochmal irgendwie ein bisschen mehr zu sehen jetzt, wie in den letzten Bunkern. Hier oben eine Stahldecke, Stahlkonstruktion drin. Hier wird ein Aggregat gestanden haben. Und ja, beweglich, ne? Das ist echt interessant, wie im letzten System, wo wir gewesen sind, dass hier komischerweise noch vieles gängig ist. Es ist zwar auch verrostet, aber man kann hier und da noch einen Hebel bewegen. Boah, der ist ja auch ganz schön verwinkelt jetzt sofort, ne? Geht's direkt nach unten? Ah, hey. Ah, okay. Gut, dass diese Tür nicht aufging, ne? Ja. Ja. Was haben wir hier? Boah, der ist aber groß. Aha. Tja, keine Ahnung. Was der große Raum jetzt hier gewesen ist, können wir gar nicht so ohne weiteres sagen. Auf jeden Fall sind hier auch irgendwie solche kreisrunden Fundamente ab und zu. Und hier auch diverse Anschlüsse kommen aus den Wänden raus. Hier oben die Beleuchtung. Schwierig. Geht's jetzt hier nach oben, oder? Oh hey. Ist das von oben runtergekommen, oder was? Das weiß ich nicht so genau. Hä? Oh. Das muss irgendwie... Muss hier was gestanden haben, eine Kanone höchstwahrscheinlich. Und die haben das hier... rausgebautes System und dadurch ist höchstwahrscheinlich das Ganze hier ein bisschen kollabiert. Oh, hier oben ist die Kuppel. Schatz. Hier. Jetzt mal ein bisschen aufpassen. Hier ist die Stahlkuppel. Da zum Observieren. Da sind die Klappen irgendwie. Und da oben, tja, war wahrscheinlich auch irgendeine optische Einheit verbaut. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwas zum Feuern war, sondern eher zum Beobachten. So, hast du noch mal einen Raum? Der ist auch etwas größer. So, muss jetzt eben mal auf die andere Kamera umschwenken. Akku war leer. Und hier kommen schon gruselige Geräusche von unten hoch. Aber es ist leider komplett unter Wasser. Und wir haben jetzt keine Gummistiefel am Mann, beziehungsweise an der Frau. Ich vermute mal, die Räume sind sowieso alle leer. Und das wäre wahrscheinlich Mannschaftsquartier oder sowas gewesen, weil das ziemlich gleich aussieht. Hier ist ein Flur. Kannst einmal die Kamera mal rumhalten. Und ich falle mir jetzt nicht ins Wasser, das wäre schlecht. So. Also ein Flur, wo an der Seite jeweils ein Raum abgeht.
Tja, keine Ahnung. So, ich bin jetzt mal hier in den Hauptgang weitergegangen. Und dann kommt man hier zur Überwachung des Eingangsbereichs. Und dann hier hoch. Da gibt es auch nochmal eine Überwachung. Wer sich denn hier nähert? Tja, ich kenne da wieder irgendwas für entweder Belüftung, ja, höchstwahrscheinlich Belüftung, wird hier ein Filtersystem gestanden haben, so wie das aussieht mit den Rohren, was hier schon verbaut ist. So, dann gehen wir mal hier oben drauf auf das Dach vom Bunker. Dann könnt ihr nämlich hier vorne schon sehen, dass wir die Beobachtungskuppel oder Glocke gewesen sein. Observation. Ich weiß nicht, ob das jetzt sogar vielleicht der Leitstand gewesen sein könnte. Durchaus möglich. So, und da haben wir jetzt hier vorne die Kuppel. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass hier noch eine Flak oder Scheinwerfer gestanden hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass auf dieser Seite hier noch, wo wir uns hier befinden, ich glaube noch 2 oder 3 15 cm Kanonen, so wie wir sie auf dem letzten Besuch von einer Insel gefunden haben. Ich glaube da unten, am Atlantikwall meine ich. So, da unten könnte zum Beispiel, da sieht man ja, ist auch noch ein Bunker, da könnte zum Beispiel eine große Kanone aus einem 15 cm noch drin gewesen sein. Und vielleicht da drüben geht das nämlich noch so weiter. Das muss hier, dieser Bereich, da müssen noch 15 cm Kanonen verbaut gewesen sein. Und auf der Seite da hinten sind die Adolf-Kanonen. Und dann könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das nämlich hier wirklich der Leitstand ist, weil von der Position her würde das gut passen. Ne? In alle Richtungen kann hier gut geschaut werden. Und man kann die entsprechenden Befehle dann an die einzelnen Stellungen weitergeben. Krass. Ja Leute, dann sind wir im Prinzip jetzt soweit durch. Also es war echt mega interessant und sehr weitläufig das Gelände. Wir haben noch ein paar Zusatzinformationen jetzt zu der Anlage finden können. Da wo wir jetzt hinten rumgegangen sind, wo dieser Stolleneingang war, da oben drüber war im Prinzip das Feuerleitsystem installiert gewesen. Und die einzelnen Bruchstücke, die wir dann hinten in diesem, ja, wie eine Art Steinbruch gefunden haben, waren im Prinzip die Rahmen von diesen Parabolspiegeln. Das ist so ein System wie dieser Würzburg-Riese praktisch. Seeriese nennt sich das dann in dem Moment, diese Anlage, die da oben stande. Und das da hinten waren praktisch sogar noch ein paar Reste davon, auch irgendwie von diesen ganzen Aggregaten und Funkgehäusen, was wir da gesehen haben, was da hinten lag. Ansonsten ja, ist die Anlage halt ja, öffentlich begehbar halt schon immer gewesen oder halt vom Militär veräußert, und dann hatte man dann später diese Nachkommandos, die haben dann praktisch die ganzen Waffensysteme, Kanonen verschrottet etc. pp. Und dann kam im Prinzip auch schon die örtliche Bevölkerung, hat sich dann alles aus diesen Bunkern geholt, weil die ganzen Bunker, die es auch so in der Mitte gab, oder kleine Häuser, das waren praktisch diese Wohnbunker für die Einheiten, die praktisch diese Flak bedienen mussten und alles, oder die Geschütze. Und da haben die sich halt das ganze Inventar halt rausgeholt. Und in der Mitte gibt es jetzt praktisch nur noch einen, ja, Museumsbunker, den man dann viel später erstellt hat, um ein paar Sachen noch zu retten und ja, fertig zu machen, damit ja noch ein bisschen was zu erhalten ist. Und der Rest, ja, das sind dann halt irgendwelche Souvenirjäger gewesen, die sich dann alles noch geholt haben. Und dann war es das halt, ne? Aber an sich echt eine geile Anlage, und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, so wie uns das hier Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!